Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch von Meprolite die Mepro Evergreen Visierung. Eine Pistole hat immer Kimme und Korn. Wenn ihr schießt, solltet ihr das kennen. Und wenn ihr eine ältere Waffe schießt, auch gerade jetzt mal keine Glock, dann wisst ihr vielleicht, das ist nur schwarz, also quasi schwarze Kimme, schwarzes Korn. Sehr, sehr schwierig in Line zu bringen. Glock ist da schon mal einen schlaueren Weg gegangen und hat hier diese hellen Farbmarkierungen angebracht. Das heißt, man kann hier schon mal besser Kimme und Korn in eine Schusslinie bringen, in eine Seitlinie bringen. Und Meprolite hat auch in diesem Bereich schon länger eine Tritium-Visierung geschaffen, wo ihr quasi ein strahlendes Visier habt, was radioaktiv, also mit Tritium, strahlt und damit natürlich auch entsprechend euch Licht gibt. Das ist vor allem essentiell wichtig, wenn ihr in schlechteren Lichtumgebungen schießt, also im Dunkeln oder sonst irgendwo. Tritium ist natürlich zum einen, habt ihr einen Haltbarkeitswert von ungefähr 12 Jahren. Danach ist das Ding Schicht. Und natürlich bei einem Visier, bei der Visierung, die strahlt, könnte es natürlich auch sein, dass ihr eventuell das nicht in eurem Land nutzen dürft. Es gibt viele Länder, die Tritium-Visiere verbieten, wo es ja, nicht möglich ist, solche Visiere zu nutzen. Und genau aus diesem Weg, um auch für das Militär compliant zu sein, hat Meprolite gesagt, wir bringen die Mepro Evergreen raus. Das sind diese Visierungen hier. Und die funktionieren mit LED. Ja, genau richtig gehört. Als ich das erste Mal gehört habe, ich gesagt, LED, wo soll denn da die Batterie sitzen? Aber die Batterie sitzt hier in Kimme und in Korn. Das heißt, ihr habt eine komplett autarke Beleuchtung, die immer an ist und die immer funktioniert. Die Haltbarkeit der Batterie ist zwar nicht so hoch wie mit dem Tritium, da habt ihr 5 Jahre, aber ihr habt hier ein komplett sauberes Batteriesystem. Meprolite bietet euch mit dem Mepro Evergreen 3 verschiedene Farben. Die sind allerdings nur relevant bei Tag, denn das ist der äußere Ring. Ihr habt nämlich einen äußeren und einen inneren Ring. Der äußere Ring, der ist verfügbar in Gelb, in Orange und in Grün. Und die LED, die darin in der Mitte leuchtet, die ist immer grün. Das heißt, da habt ihr immer, wenn es dunkel ist, habt ihr immer das grüne LED-Leuchten. Hier bei dieser Waffe haben wir auch eine Kimme, die mit LEDs ausgestattet ist. Das gibt es aber natürlich auch in der Kombination so, dass man sagt, ich will eine klassische Standard-Kimme benutzen, wie zum Beispiel hier bei dieser Moss-Glock. Wenn ich sage, ich will hier nochmal mit einem Rotpunktvisier arbeiten, dann möchte ich hier nicht so eine lange Brücke drauf sitzen haben. Das heißt, da gibt es dann auch nochmal eine Kimme, die ohne LEDs kommt. Das ist nämlich zum einen ist sie aus Metall und nicht aus Polymer wie bei der Glock. Und zum anderen ist sie natürlich auf das Frontside-Post abgestimmt. Beim Korn vorne habt ihr nämlich ein Kreisabsehen, nenne ich es jetzt mal. Und dazu passend natürlich die Kimme hat ein U-Profil, also ein Halbkreis, wo genau dieses Absehen dann zu sehen ist und perfekt oben abschließt. Zur Montage von Kimme und Korn solltet ihr, wenn ihr eher 2 linke Hände habt wie ich, einen fachkundigen Büchsenmacher ranlassen. Ansonsten, wenn ihr das selber machen wollt, braucht ihr natürlich Spezialwerkzeug. Das wäre einmal für die Kimme ein T8 Torx-Schlüssel, ist auch mit im Lieferumfang enthalten, denn diese Kimme hier wird verschraubt, das heißt, ihr schraubt auf und könnt es dann einfach reinsetzen und müsst es nicht raushämmern oder mit einem Tool, was zum Drücken ist, rausdrücken. Das ist hier relativ simpel. Hier bei der anderen Kimme müsst ihr natürlich mit so einem Drücktool arbeiten oder der Büchsenmacher kloppt es euch raus. Und das Frontside ist immer gleich, das heißt, hier habt ihr einmal eine Schraube von unten, die typische Glockschraube, die ist auch mit im Lieferumfang enthalten. Das heißt, das passt auf jeden Fall. Das wird einfach reingeschraubt mit dem speziellen Glockschraubenschlüssel. Und da ist es nochmal ganz wichtig, dass ihr mit Loctite arbeitet, damit das hier wirklich auch richtig fest sitzt. Denn ihr habt hier viel Weg
der nochmal vom Schraubgewinde weggeht. Mit dem Mepro Evergreen habt ihr die Möglichkeit, sowohl bei Tag als auch bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen gut zu schießen, weil das Absehen bzw. Kimme und Korn immer gut sichtbar sind. Ihr habt für den Tageseinsatz hier diesen hell deutlichen Kreis, wahlweise in Gelb, Orange oder Grün. Dann dazu passend bei der Kimme hinten hier auch nochmal die LED-Beleuchtung, wenn ihr diese Kimme wählt. Ich muss aber auch sagen, mit der normalen Stahlkimme ohne Beleuchtung sieht man den Punkt dann trotzdem auch ganz gut, weil der Rest einfach schwarz ist. Ja, das ist natürlich besser, wenn man nochmal Rückenlicht hat. Da hat man nochmal einen Vorteil. Von daher muss man sehen, wie man oder wo man am häufigsten schießt und dementsprechend dann die Visierung dafür auswählen. Für die Dunkelheit habt ihr hier natürlich einen Riesenvorteil, einfach weil alle anderen Beleuchtungsmöglichkeiten oder Leuchtquellen zu dunkel sind, um hier irgendwie Licht zu bringen. Da habt ihr mit der eingebauten LED eine sehr, sehr gute Sache. Ist meines Erachtens halt ja, vergleichbar mit dem Tritium, nur halt eben, dass ihr hier eine saubere Energiequelle habt. Auch wenn jetzt hier die Kimme und Korn relativ lang aussehen und irgendwie so, als würde es nicht mehr ins Holster passen, das hier ist ein normales Standardholster für eine Glock aus Kydex von Maxtag Customs. Ihr seht, die Glock passt hier ohne weiteres rein und da passt aber auch ganz genauso diese Kimme- und Kornvisierung rein. Funktioniert ebenfalls. Wenn ihr der Meinung seid, dass eure Kimme-Korn schlecht aufzufassen sind und ihr euch was wünscht, womit ihr besser bei Tag oder auch bei Nacht und auch bei eintretender Dämmerung oder schlechten Lichtverhältnissen schießen zu können, dann solltet ihr euch mal das Mepro Evergreen angucken. Hier habt ihr wirklich eine saubere und vor allem gesetzeskonforme Regelung für sämtliche Länder, weil LED und kein Tritium, und habt hier vor allem mit dieser Kimme-Korn-Lösung, finde ich, mit diesem Halbkreis-U und dem runden Absehen vorne nochmal, ja, das Kimme- und Kornvisier schneller aufgebaut als mit einem herkömmlichen meines Erachtens. Ihr bekommt das Mepro Evergreen überall dort, wo man Produkte vom Mepro-Lite kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu der Visierung oder schießt ihr auch Mepro-Lite-Visierung? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.